Neoliberal. 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 Neoliberal! In linken Kreisen gab es lange die urkomische Angewohnheit, einfach alles, was irgendwie doof war, als neoliberal zu bezeichnen. Der Erkenntnisgewinn hielt sich dadurch natürlich leider in Grenzen und irgendwann fragten sich alle, was heißt denn eigentlich neoliberal? Michel Foucault hat unter anderem über diese Frage in den Jahren 1978 und 1979 eine Vorlesung am Collège de France gehalten. In dieser Vorlesung mit dem Titel Die Geburt der Biopolitik zeigt er an der Geschichte der sogenannten Regierungskunst, warum die große Neuerung, die uns die Neoliberalen brachten, eine ganz andere ist als gedacht. Denn die Neoliberalen wollen in Wahrheit gar kein Laissez-faire, sondern einen starken Staat. Warum das so ist, zeige ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu Feine Welt. Wenn man in linksliberalen Kreisen über den Neoliberalismus spricht, dann meint man oft schlichtweg den klassischen Liberalismus. Denn was war das Paradigma des klassischen Liberalismus? Man meinte, den Markt vor dem Staat schützen zu müssen oder, noch radikaler formuliert, das Individuum vor dem Zugriff einer Gemeinschaft schützen zu müssen. Beides ging miteinander einher, weil man so auch den Markt verstand. Auf dem Markt treffen einfach nur Individuen aufeinander, die miteinander handeln, wenn sie niemand daran hindert. Meistens war es dann eben der böse Staat, der sie durch Steuern oder Gesetze daran hinderte, miteinander so zu handeln, wie sie wollten. Was also war ihre Lösung? Weniger Staat. Die Linksliberalen denken jetzt, dass auch das der Kern des Neoliberalismus gewesen sei. Der Sozialstaat wäre zurückgebaut und die gesamte Verwaltung verschlankt und effizienter gemacht worden, um so die Sphäre des Marktes auszuweiten. Nun zeigt Michel Foucault aber, dass diese Geschichte so nicht stimmt. Wäre das wahr, gäbe es ja überhaupt keinen Unterschied zwischen Liberalen und Neoliberalen, außer vielleicht, dass die einen etwas früher und die anderen etwas später kamen. Tatsächlich gibt es aber einen riesigen ideologischen Unterschied zwischen den beiden Fraktionen. Während die Liberalen nämlich akzeptieren, dass es eine Sphäre des Staates gibt und eine Sphäre des Marktes und beide miteinander gewissermaßen im Konflikt sind, akzeptieren die Neoliberalen diese Theorie nicht mehr. Bei ihnen ging es nun nicht mehr darum, einen Freiraum des Marktes zu erkämpfen. Vielmehr ging es bei ihnen um die Frage, wie die Ausübung politischer Macht selbst marktförmig werden könnte. Und damit haben sie alles auf den Kopf gestellt. Denn plötzlich liegen Markt und Staat überhaupt nicht mehr im Clinch miteinander, sondern können einander helfen. Der Staat soll von nun an nicht mehr Platz machen für den Markt, sondern selbst nach den Prinzipien und Bedürfnissen des Marktes gesteuert werden. Doch um zu diesem ideologischen Punkt zu kommen, mussten sich die Liberalen erst einmal von der Vorstellung verabschieden, dass marktförmige Transaktionen etwas völlig Natürliches seien, was die Menschen sowieso täten, wenn sie niemand davon abhielte. Denn während die klassischen Liberalen noch dachten, dass der Markt etwas sei, das sich quasi am Boden einer jeden Gesellschaft befinde und nur zugeschüttet werde von Gesetzen, Währungen, Kontrollen, verstanden die Neoliberalen nun, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Markt ist ein hochfragiles Gebilde und braucht sehr spezifische Voraussetzungen, um zu existieren, nämlich Gesetze, Währungen und Kontrollen. Oder wie Foucault schreibt, der Neoliberalismus stellt sich also nicht unter das Zeichen des Laissez-faire, sondern im Gegenteil unter das Zeichen einer Wachsamkeit, einer Aktivität, einer permanenten Intervention. Für diese These findet Foucault dann auch jede Menge Zitate verschiedener Neoliberaler, die vor allem aus Protokollen ihrer Treffen stammen, also gewissermaßen vertrauteren Diskussionen. Insbesondere führte das Walter-Lippmann-Symposium an, das 1939 in Frankreich veranstaltet wurde und bei dem unter anderem auch Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises anwesend waren. Dort sagt dann Leonhard Miksch, der später der engste Berater Ludwig Erhards wird, zum Beispiel: Bei dieser liberalen Politik ist es möglich, dass die Anzahl der wirtschaftlichen Interventionen genauso groß ist wie in einer Planwirtschaft. Ihr Wesen ist jedoch verschieden. Anders gesagt, es wird genauso viel geplant und gesteuert, im neoliberalen wie im sozialistischen Staat. Bloß ist das Ziel nicht, dass es den Menschen besser geht, sondern dass möglichst viel Profit in die Taschen einiger weniger fließt. Aber wir wollen nicht unterstellen, dass dieser Wirtschaftswissenschaftler wirklich wusste, was er mit dieser Art der Politik anrichten könnte. Vielmehr dachte er vermutlich wirklich, dass es den Menschen besser geht, wenn man nicht direkt in den Markt eingreift.
aber immer wieder den Rahmen perfekt steckt, innerhalb dessen der Markt dann walten kann, wie er will. Für die Neoliberalen spielt sich aber nun nicht alles zwischen Staat und Markt ab, denn für sie gibt es, anders als für Margaret Thatcher ein paar Jahre später, auch noch die Gesellschaft. Seit jeher war es die Aufgabe des Staates, die Gesellschaft zu steuern und zu kontrollieren, kurz zu regieren. Während der klassische Liberalismus nun zum ersten Mal die Frage einführte, wie sich die Regierungstätigkeit möglichst weit einschränken ließe, geht es beim Neoliberalismus nicht mehr um die Frage, wie sehr man reagiert, sondern nur noch um die Frage, was man mit diesem Regieren erreichen möchte. Dabei soll die Gesellschaft selbst auch dem Markt nachgebildet werden. Möglichst alle Beziehungen sollen so funktionieren, wie auch der Warenaustausch auf dem freien Markt funktioniert. Aber das heißt nicht, dass es immer Waren geben muss, die man austauscht. Dann wäre es ja ein leichtes, auch heute noch zu sagen, na, das hat jetzt aber nicht funktioniert. Schließlich sind doch nicht alle Beziehungen mit dem Warentausch verbunden. Also ich muss doch nicht für jede nette Interaktion zahlen. Wobei natürlich gewisse Zahlungsfähigkeit oftmals auch hilft, die Frequenz netter Begegnungen zu steigern. Aber es geht darum, dass die Mechanik des Wettbewerbs nicht nur auf den Markt beschränkt bleibt, sondern überall Fuß fassen soll. Zitat: Was man also zu erreichen sucht, ist nicht eine Gesellschaft, die dem Wareneffekt unterliegt, sondern eine Gesellschaft, die der Dynamik des Wettbewerbs untersteht. Keine Gesellschaft von Supermärkten, sondern eine Unternehmensgesellschaft. Leider konnte Foucault weder miterleben, wie 20 Jahre nach seinem Tod die Institution der Ich-AG in Deutschland Realität wurde, noch wie weitere 15 Jahre später im Zuge einer Pandemie alle plötzlich merken, dass es Millionen von Solo-Selbstständigen gibt. Doch wir sehen tatsächlich eine fast prophetische Kraft in seinem historischen Rückblick, was natürlich auch daran liegt, dass Deutschland bei den neoliberalen Reformen, wie bei vielen, ein bisschen zurückhing. Denn unsere ach so bunte und agile Arbeitswelt ist auch schwer mit einem Bild des Neoliberalismus in Einklang zu bringen, in dem alles warenförmig, das heißt alles irgendwie gleich und einfältig sein soll. Nein, nein, alles soll so verschieden und vielfältig sein wie die Anzahl der konkurrierenden Unternehmen. Damit war der Neoliberalismus die perfekte Antwort auf die linke Kritik, die sich lediglich an der Einförmigkeit und der fehlenden Freiheit im Kapitalismus störte. Denn der Neoliberalismus trat nun auf und sagte, sei ruhig frei, sei wie du sein möchtest. Aber wenn du das bist, sind das auch alle anderen. Und das heißt nicht nur, dass du vielfältig und anders sein darfst. Nein, du musst es sein, weil du sonst untergehst. Das ist das ideologische Fundament des Neoliberalismus. Er ist weit davon entfernt, dem Menschen einfach nur Freiräume eröffnen zu wollen, in denen er dann handeln darf, wie er möchte. Vielmehr wollten die Neoliberalen von Anfang an die Gesellschaft steuern, den Staat nutzen und die Menschen verändern. Alles Sachen, die konservative Linken immer vorwerfen. Doch bei den Neoliberalen gab es komischerweise wenig Berührungsängste. Wenn den Linken also mal wieder vorgeworfen wird, dass sie den Staat unnötig aufplustern wollen, wenn ihnen vorgeworfen wird, dass sie zu viel Geld ausgeben wollen, wenn ihnen vorgeworfen wird, dass sie die Gesellschaft von oben her verändern wollen, dann sollten sie sagen, aber das wurde doch die letzten 40 Jahre auch schon gemacht. Bloß, dass es nur einigen wenigen genützt hat. Beim Neoliberalismus klaffen also offizielle Ideologie, tatsächliche Theorie und gesellschaftliche Realität meilenweit auseinander. Tatsächlich erkennen das ja auch immer mehr Menschen. Die Frage ist nun, was der nächste große Clou des Bürgertums wird und ob das neue ideologische Fundament genauso stabil sein wird wie der Neoliberalismus oder ob wir es diesmal vielleicht etwas leichter haben werden.